die Wahrheit befreit, aber vorher kann es richtig wehtun oder schmerzhaft sein, wenn man halt einfach erkennt, was ist da eigentlich. Danke, dass du das Ganze hier erzählst, was sonst, weiß ich, wenn überhaupt jemand redet, so ganzheitlich und die ganzen Punkte zusammen verbindet, das ist wichtig, weil wir müssen verstehen, was da passiert, um uns darauf vorzubereiten oder zu wissen, was eigentlich der Plan oder was passiert, um einfach einen Weg einzuschlagen, weil wir wählen Ja. können. Ich habe die Plejade kurz erwähnt, du wärst ein Hybrid mit den Plejadern. Es gibt ja auch andere Plejade, Arcturianer und alle möglichen. Ja. Warum lassen sie zu oder erlauben, dass die UFOs abgeschossen werden oder wie lange dulden sie das noch? Ich meine, die haben ja auch eine hochentwickelte Technologie. Ja. Warum dulden sie das? Letzten Endes gibt es so ein paar Regeln, nach denen jeder spielt. Und zwar ist das, dass alles, was sich bis zu 100 Kilometer über der Erdoberfläche befindet, der erdnahe Raum. Und hier gibt es ganz spezielle Regeln. Es gibt eine Grenze, die ich jetzt hier nicht nenne, eine Kilometergrenze. Wenn diese Kilometergrenze überschritten wird von zum Beispiel einem Schiff der SSP, dann wird dieses Schiff abgeschossen von den positiven ETs, weil die nicht wollen, dass das Problem sich weiter verteilt. Das hat dafür gesorgt, dass die Leute, die Teil dieser SSP sind, ihre Schiffe nicht mehr linear vom Erdorbit wegbringen, sondern über Jumping Portals, über Portale einfach außerhalb dieser Zone rauslassen. Auf dem Mars zum Beispiel oder auf die Venus gehen und von dort aus dann weggehen. Die Erde selbst ist extrem stark überwacht. Und die positiven ETs tun alles dafür, dass die negativen Leute den Planeten möglichst nicht verlassen. Die tun es sowieso. Aber tun sie es auf linearem Weg, wird dafür gesorgt, dass ihnen Einhalt geboten wird. Und im Grunde ist das, was sozusagen von unten nach oben abgeschossen wird, nur die Antwort darauf. In einer gewissen Art und Weise. Aber auch hier kommt es wieder darauf an, wer kommt. Weil jedes Schiff hat eine Art Blackbox, einen Tracker, eine IP-Adresse, die ist eindeutig identifiziert, woher es kommt. Und teilweise mit der Identifikation, woher es kommt, ist auch die Überwachung da, zumindest von der Galaktischen Föderation, ob eine Erlaubnis da ist, den Erdorbit zu betreten oder nicht. Und je nachdem, was hier für Kriterien herrschen, ist es entsprechend erlaubt zu kommen oder nicht. Zum Beispiel erlaubte Zonen, wo in der Regel nicht abgeschossen wird oder bisher nicht abgeschossen wurde, ist zum Beispiel die Antarktis. Das ist auch ein Grund, weshalb die Antarktis auch mit einem Eiswall umgeben ist und so stark geschützt ist, weshalb kein Flugzeug darüber fliegt oder anderes, weil hier eine Zone ist, wo regelmäßig stündlich ETs hoch und runter gehen, entweder über Schiffe oder über Portale. Also es gibt auch in einer gewissen Art und Weise noch zu dem, was ich gesagt habe, einen neutraleren, positiveren Kontakt, dass auch positivere ETs, nicht nur die negativen, also sprich ETs von der Galaktischen Föderation, auch Kontakt haben mit dem Deep State, weil hier immer wieder Verhandlungen stattfinden über den Status quo der Erde. Ja, danke vielmals. Das hilft schon mal zu verstehen, dass die auch also an Grenzen sich halten, die ATs und alles sauber machen und ja auch ihre irgendwie Regeln haben und doch da sind und im Rahmen dessen, was möglich ist, machen. Jetzt seit 70 Jahren, 70 Jahre her, gab es den ersten UFO-Absturz oder einen Abschuss, wie einige das berichten. Schon vorher. Oder noch von vorher, also 70 Jahre, über 70 Jahre findet das schon statt. Und die, ja, entwickeln die rückwärts, also finden heraus, wie das funktioniert. Und jetzt hast du das Secret Space Programm erwähnt. Das heißt, wenn so eine geheime Organisation, geheime Militärstrukturen UFOs zurückentwickeln, das auseinandernehmen, jetzt redest du von Secret Space Programm. Wie weit sind die eigentlich? Vielleicht kannst du darüber etwas erzählen,
technisch, was uns normalen Menschen nicht bewusst ist, wie weit die Menschen eigentlich schon sind. So wie Star Wars schon und wir sind immer noch hier im Mittelalter und fahren mit Autos. Ja, aber genau da sind sie. Sie haben die ganze Technik, die auch in den hochentwickelten Zivilisationen ist. Also von Medbed-Technologie über Antigravitationstechnik, über Plasmawaffen bis hin zu, zu Plasma-Engines. Was ist denn das deutsche Wort dafür? Plasma-Maschinen, Motoren, oder? Plasmaantrieb. Ja, Engines, also Ja. Antriebmotoren, genau, Antriebmotoren. Wenn man immer Englisch spricht, ich lebe in Irland und man spricht immer Englisch, dann ist es manchmal so schwer, das deutsche Wort zu finden. Es tut mir leid, bitte verzeiht mir, wenn ich manchmal englische Worte spreche. Es liegt daran, weil ich in Irland lebe. Ich spreche Englisch den ganzen Tag eigentlich. Ähm, auf jeden Fall, ja, sie haben die ganze Technik, die man braucht, um interstellare Kapazität zu haben. Sie haben Jumping Portals, also Sprungportale, wo sie zu anderen Sternen können. Sie haben Frequenztechnologien entsprechend. Sie haben Quantencomputer. Sie können durch Zeit reisen, aber was ihnen fehlt, ist das Hirn dafür. Also sie haben die Technik, aber sie haben nicht das Bewusstsein, um es korrekt anzuwenden. Und dadurch machen sie unglaublich viele Probleme innerhalb der Galaxie. Nicht nur, dass sie Piraterie betreiben auf anderen Planeten und an anderen Sternensystemen, andere Zivilisationen invasieren. Nein, sie haben auch ein absolut bescheidenes Bewusstsein, weshalb ich sie auch nicht Elite nenne, sondern einfach nur Kabal, heißt das Böse. Aber das Böse ist dumm, kann man nicht anders sagen. Die sind einfach strunzblöd. Und deswegen machen sie ständig Fehler und machen Probleme in dem Raum-Zeit-Kontinuum, in der Zeitachse und kommen teilweise nicht mehr zurück in die Timeline, in der sie waren und alles, weil sie es einfach nicht verstehen. Das ist, als würde man einem Kind was in die Hand geben, was es überhaupt nicht versteht, was es ist und wie es funktioniert und lässt es damit rumspielen. Und das ist, sage ich mal, eines der nervigsten Dinge, wo die ETs mit zu tun haben, wenn es zu einem Secret Space Program kommt. Es ist sehr lästig, dass diese Leute die Technik haben, sie nutzen, man kann sie ihnen nicht wegnehmen in einer gewissen Art und Weise, aber sie machen halt einfach nur niedrig bewusste, dummen Shit damit. Sorry, tut mir leid für die Ausdrücke, die ich nehme, aber das nervt selbst mich. Wenn Sie Technik haben, mit der Sie quer durch Raum und Zeit reisen und dann in irgendwelche Zeitachsen gehen, Sie brechen und dann irgendwie nicht mehr zurückfinden und dann irgendwie nur Chaos machen und gar nicht wissen, sich überhaupt nicht halten an die sinnvollen Regeln der Galaktischen Föderation, zum Beispiel Planeten, die nicht interstellare Kapazität haben, Zivilisationen, die noch nicht mal Elektrizität haben, dorthin zu gehen, zu invasieren, einen Fingerabdruck zu hinterlassen, der letzten Endes nachhaltig diese Entwicklung dieses Volkes in dem Bewusstsein und in der Zeitachse so verschiebt, es ist einfach nur blöd. Einfach nur Ja, blöd. Letzten Endes eine Co-Kreation, keine Opfer in irgendeiner Kreation, aber letzten Endes haben sie Technik, die sie nicht handeln können. So weit sind sie. Ich weiß nicht, ja. ob das besonders weit ist, aber das ist so eines der Probleme. Technisch schon so weit, aber halt vielleicht, ja, und jetzt, Das Bewusstsein fehlt, das Wissen fehlt. Das Wissen fehlt einfach, um das richtig anzuwenden. Die Erziehung in einer gewissen Art und Weise fehlt. Die Regeln, die spielen nicht nach den Regeln, aber es gibt Regeln, die sind wichtig. Die sind wichtig, weil sie auf der Basis der Realitätsschöpfung basieren, wo normalerweise entwickeln sich Zivilisationen über Bewusstsein und kriegen über die Entwicklung ihres Bewusstseins die Möglichkeit, Technologien zu entwickeln, die Raum und Zeit transzendieren. Sprich, sie entwickeln sich mit ihrer Technologie und entsprechend haben sie das Verständnis, was wichtig ist und wie man diese Technologie anwendet. Und hier, was beim Secret Space Program das Problem ist, sie haben Technologie, die sie nicht wissen anzuwenden, weil ihnen einfach das fundamentale Bewusstsein dafür fehlt. Und das ist einfach nur, ja, ich sag's jetzt nicht.